Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr euch für Kunst interessiert, dann schaut auf jeden Fall zu, wie ich dieses wunderschöne meeresartige Gemälde hier gemalt habe. Da ist auch wieder Blattgold mit dabei. Und lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann schaut bitte auch immer meine Videos bis zum Ende. Ihr müsst auch nicht die ganze Zeit zuhören, aber das hilft mir auf jeden Fall immer weiter. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, weil vielleicht wissen das ja auch ganz viele nicht. Ich bin Künstlerin von Beruf und ich stelle meine Kunstwerke in Eigenregie her. Ich male meistens frei, das heißt, ich habe ein bestimmtes Konzept, was ich mir vorher überlegt habe und das setze ich dann um. Ich weiß oft vorher nicht, was am Ende bei rauskommt bei dem Bild, was es auch immer sehr spannend macht. Ich habe nur immer eine grobe Überlegung, weiß, welche Farben ich ungefähr benutzen möchte und dann male ich oft einfach drauf los. Ich teile hier auf dem Kanal auch manchmal Aufträge, die ich bearbeite. Wie gesagt, besteht meine Arbeit als Künstlerin nicht nur daraus, dass ich frei male, sondern auch aus Aufträgen natürlich. Dieses Bild hier ist natürlich frei gemalt. Ich habe auch wieder eine untere Schicht aus Spachtelmasse aufgetragen. Ich mische mir die immer selber an aus dem großen Pott an glatter Spachtelmasse, die ich eigentlich immer von derselben Firma kaufe. Ihr findet übrigens auch alle Materialien, die ich hier verwendet habe, in der Infobox. Also da liste ich einfach nochmal alles auf, damit ihr es ganz einfach habt und nachgucken könnt, wo ich was gekauft habe, von welcher Firma etc. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Inspirationen bieten und ein paar Ideen, vielleicht auch ein bisschen frische, neue Energie fürs neue Jahr 2025. Ich finde, mit Kunst kann man sehr viel ausdrücken, auch die Gefühle und Gedanken, die man so hat und vielleicht auch das, was man sich wünscht. Man kann ja versuchen, die Wünsche, die man fürs neue Jahr hat, in einem Bild zu manifestieren. Zu verlieren hat man auf jeden Fall dabei nichts, nur etwas zu gewinnen. Bei diesem Bild habe ich mir auf jeden Fall vorgestellt, dass ich etwas Wellenartiges male, was irgendwie Schwung ausdrückt und keine Ahnung, ich habe dabei auch an so schillernde Farben von Meerjungfrauen gedacht. Fragt mich nicht, wie ich immer auf sowas komme, aber es ist einfach dann in meinem Kopf. Ich habe viele Inspirationen und ich möchte auch gerne viele schöne Farbtöne hier miteinander kombinieren. Ich nehme auch wieder diese Pastellfarben, die ich einfach mega schön finde. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich mache da irgendwie so ein Salbeigrün rein, irgendwie so Aquamarintöne und halt auch wieder ein bisschen rosa. Am Ende möchte ich auch Blattgold wieder mit reinbringen, beziehungsweise das Blattgold-Imitat, was ich immer habe. Das Ganze soll am Ende einfach ein bisschen zauberhaft und verwunschen aussehen, weil das einfach dieser Stil ist, den ich total liebe. Falls ihr andere Gemälde von mir angeschaut habt, zum Beispiel Magic Rose oder das Warm Wishes, was ich jetzt als letztes hochgeladen hatte, dann erkennt ihr, glaube ich, auch ein bisschen meinen Stil. Ich trage mir jetzt hier auf dieses Stück Karton erstmal alle Farben drauf, die ich haben möchte. Hier benutze ich auch wieder die Acryltinte. Ich finde, die macht eine sehr schöne intensive Farbe, auch gerade wenn man etwas dunklere Farbtöne mit drin haben will. Ich habe jetzt hier dieses Amber, Raw Amber gemischt mit dem Red Shade Blau. Wie gesagt, schaut mal in der Infobox nach, da habe ich alles aufgelistet. Und um den Ton ein bisschen wärmer zu machen, habe ich hier auch dieses Bright Orange noch mit reingemischt. Und da habe ich jetzt erstmal die dunklen Akzente, die ich als Kontrast mit einbringen möchte. Die anderen Farben und diese ganzen bunten Pastelltöne mische ich dann später dazu, bevor ich ganz am Ende abschließe mit den ganz, ganz hellen Tönen, also sowas wie Titanweiß oder dieses Linen Grey, was ich habe, also so ein Beige-Ton, weil am Ende soll das Bild ja auch leuchten und strahlen und
Da gehe ich sowieso dann immer noch mal mit den hellen Farben drüber. Aber dazu kommen wir später. Ich finde, die Bilder bekommen immer ein bisschen mehr Tiefe, wenn ich eine untere Schicht aus Farben auftrage, die etwas trüber aussehen oder auch vielleicht die Komplementärfarben sind, weil die dann noch so ein bisschen durchleuchten am Ende. Und ich finde, das macht das ganze Gemälde einfach etwas interessanter. Ich muss natürlich zwischendurch auch immer die Farben nachmischen. Das mache ich jetzt hier gerade auch, weil ich trage mir natürlich am Anfang nicht immer die volle Menge auf. Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauchen werde. Und wenn mir dann einfällt, ach, ich möchte noch einen, weiß ich nicht, dunklen Grünton drin haben, dann mische ich mir den halt dann extra noch an, nebenher. Hier fange ich jetzt auch an, mein Malmesser zu benutzen. Ich sage es immer wieder, es bringt einfach eine schöne Struktur rein. Es macht viel Spaß, damit zu arbeiten. Und ich finde, es gibt genau diese verwunschene Textur, die ich halt gerne am Ende haben möchte. Ich finde, es lässt sich einfach auch super die Farbe damit verteilen. Man kann an einer Stelle Farbe aufnehmen, die an der anderen wieder absetzen und schon hat man irgendwie Akzente kreiert. Wichtig ist auf jeden Fall immer zwischendurch diese Klinge abzuwischen auf einem Küchentuch oder so, damit man nicht das ganze Bild irgendwie in Erdtönen am Ende gestaltet, weil sonst vermischen die sich und dann sieht das so unschön aus. Also wenn ihr die leuchtenden Farben behalten wollt, dann auf jeden Fall ein Küchentuch immer parat haben.
Ich finde, man sieht jetzt auch schön, wie sich das ganze Bild aufgehellt hat und wie aber trotzdem noch so bestimmte warme Farbtöne durchschimmern durch das Bild. Und da erkenne ich dann auch schon zum ersten Mal, welche Form das am Ende annehmen wird. Ich finde das einfach immer super schön, wenn das so in verschiedenen Farbschattierungen gemalt wird. Ich finde, dadurch bekommt das Bild auch so ein bisschen Natürlichkeit und ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich das gerne so wellenartig gestalten möchte, also diese geschwungenen Formen mit reinnehmen möchte und die Gischt, die so ein bisschen aufschäumt, aber das Ganze halt irgendwie in Pastelltönen und so ein bisschen bunter. Und ich finde, da kriegt man dann schon so ein bisschen den Eindruck, dass es in diese Richtung geht. Bevor ich weiterarbeite, sollte das Bild auf jeden Fall über Nacht trocknen, weil jetzt kommt nämlich das Blattgold drauf. Ich trage jetzt als erstes diese
Anlegemilch auf. Ich mache das diesmal aber ein bisschen anders. Ich träufel die so drauf, dass es wie so Spritzer sind. Dann arbeite ich die mit dem Schwämmchen ein, also so ganz leicht, dass die einzelnen Spritzer halt nicht zu dick erscheinen auf dem Bild. Sonst ist es nämlich ziemlich schwierig, dass diese Anlegemilch wirklich antrocknet. Jetzt muss ich circa 20 Minuten warten, manchmal mache ich auch 25 Minuten und dann kann ich anfangen, das Blattgold anzulegen. Diesmal ist es ja nicht ganz so viel, es sollen ja nur ein paar Akzente sein, die ich in Gold gestalte. Und ich lasse auch das Blattgold immer erst so ein bisschen anhaften an einer Stelle und dann reiße ich das quasi mit diesem Pinsel so rüber, ziehe das über das Bild rüber. Diese ganzen kleinen Partikel kann man nämlich auch wunderbar einarbeiten und die bleiben ja dann auch automatisch haften. Ja, die Partikel muss ich jetzt auch wieder wegsaugen, weil sonst fliegen die überall herum und das möchte ich nicht. In einigen Fällen wäre das Bild nach dem Auftragen des Blattgolds auch schon fertig gewesen, aber ich wusste hier von Anfang an, dass ich da nochmal drüber malen muss. Ich habe hier erstmal angefangen, die dunklen Akzente ein bisschen zu vertiefen, damit die etwas kontrastreicher nochmal rüberkommen. Und dann werde ich auch bei den hellen Tönen noch einiges verändern. Ich denke, man muss so einem Gemälde auch Zeit geben und wirklich genau gucken, wo setze ich die Akzente, wo kommen die hellen Stellen nochmal hin, weil gerade bei so einem quadratischen Bild finde ich das manchmal schwierig, eine gute Form zu finden, die dann auch harmonisch aussieht und nicht irgendwie langweilig oder so. Ich denke, man hat das aber auch im Gefühl, wann es dann fertig ist und wann es richtig ist und weil dann einfach dieser Aha-Moment eintritt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dieses Bild lebt am Ende wirklich von den warmen Kaltkontrasten, von diesem Pistaziengrün oder, wie hatte ich das vorher genannt, Meeresgischt oder so. Also diese kühlen Farbtöne gemischt mit den wärmeren. Und das ist einfach etwas, was ich fast immer so mache, weil ich finde, dass das Bild dadurch eine Tiefe bekommt und eine Natürlichkeit. Ich finde es auch immer wichtig, dass man die Seiten mit bemalt. Am besten entweder in der Farbe, die man genau an der Stelle auch verwendet hat, also dass die quasi die Seiten runter geht. Oder man gestaltet die Ränder in einer einzigen Farbe, die halt zum Bild passt, also in einem Farbton davon, den man schön findet. Wenn man es am Ende einrahmt in eine Schattenfuge oder so, dann kann das auch ganz gut aussehen, wenn die Seiten einfach in einer dunklen Farbe gehalten sind. Das sieht dann fast so ein bisschen aus, als ob die Leinwand in dem Rahmen schweben würde. In meinem Fall ist es jetzt nicht gerahmt, das kann man natürlich noch machen. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, das sieht immer sehr schön aus.
Jetzt bin ich hier auch wirklich bei den letzten Pinselstrichen. Ich möchte einfach nur noch mal ein paar Akzente in Rosa und Lila setzen. Vielleicht ein bisschen beige, mal schauen. Was mich auch noch mal interessieren würde ist, mögt ihr lieber längere Videos, wo ich in Echtzeit zeige, wie ich male? Oder mögt ihr es lieber ein bisschen flotter? Also Timelapse-Paintings, mögt ihr sowas lieber oder die lange Version? Oder vielleicht ein Gemisch aus beiden? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich gehe auf jeden Fall mal gerne auf eure Wünsche auch ein. Ich zeige meine Gemälde, wie ich die male, auch gerne in voller Länge. Also, wie gesagt, ich bin da offen. Schreibt mir das doch einfach gerne mal unten rein und ich bin gespannt darauf, was ihr sagt. Hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da und folgt meinem Kanal, aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!